Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE Kanal. Heute gebe ich wieder Tipps, diesmal für Reisebusfahrer oder für die, die es werden wollen. Und worum es da genau geht, erfahrt ihr nach dem Intro, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Also Leute, ich bin in einem Reisebus, klar, in dem Volvo. Ich habe einen Auftrag, die haben wir Freitag schon weggebracht, die Leute wieder abzuholen. Da konnte man schon merken, dass diese Fahrstrecke in 4,5 Stunden in einem Zug hin und zurück nicht klappt, ohne dazwischen diese 45 Minuten Pause einzulegen, damit wir 4,5 Stunden in einem Durchgang hin und wieder zurückkommen können. Jetzt müsst ihr als Reisebusfahrer euch natürlich die Gedanken im Vorfeld schon machen. Eigentlich der Disponent, aber manchmal die Disponenten, die gucken auch nur am Schreibtisch. Aber wie es wirklich hier aussieht, Stau und Brücken umfahren und so was alles. Ich muss nach Blankenheim von Unna aus. Und da müssen wir die A1 geradeaus, theoretisch, dann wären wir auch schon da. Allerdings, die A1, wisst ihr ja, bei Leverkusen, an der Leverkusener Kreuzung, da ist für ab 3,5 Tonnen alles gesperrt. Sprich, LKW, Bus, alles was über 3,5 Tonnen ist, darf da nicht rüber. Also ausweichen, links auf die A4, erst auf A3, dann auf A4, dann auf 5, 6 oder was das da ist und dann wieder auf die A1 und dann ist man in Blankenheim. Und beim Hinfahrt haben wir ja den Anhänger noch dabei gehabt, mussten wir 80 fahren, der Kollege, ich bin dann vorgefahren, auch 80, damit ich den nicht unterwegs verliere. Da haben wir schon gemerkt, wir haben 3,5 Stunden gebraucht. So, 3,5 Stunden und wenn wir die Leute dann aufnehmen und wieder zurückfahren, müssten wir theoretisch mit den ganzen Leuten, das sind 90 Personen mit 2 Bussen, unterwegs irgendwo Pause machen. Und bei der Gelegenheit, überall kommt man jetzt nicht mehr rein, 3G und sowas alles, haben wir gedacht, komm, im Original sind es nur 2 Stunden Fahrt, ne? Und deswegen im Vorfeld erstmal gucken, wie können wir das jetzt machen. Ich erzähle euch jetzt in der Praxis, wie das gemacht wird. Bis gleich. So Leute, wie gesagt, es wird knapp. Wir haben jetzt nur noch 6:24 Uhr, 6:30 Uhr, wenn ich hier losfahre. Dann habe ich meine 9 Stunden erreicht. Dann könnte ich losfahren. Deswegen machen wir jetzt schon mal die Karte rein und machen dann gleich den Eintrag. Der wird nämlich gleich fragen, erstmal der Fahrer, wer der Fahrer ist. Genau, welcome. So, wie gesagt, es ist früh am Morgen hier. Letzte Entnahme, genau, da können wir Nachtrag, ja, Ruhezeit gehabt, ja. Und Beginn Land, Deutschland, Eingabe bestätigen. Und wir haben jetzt erstmal, dass wir draußen die Abfahrtskontrolle machen. Dann passt das haargenau. Weil ich ja gestern bis 8:45 gefahren bin, passt das jetzt genau mit den 9 Stunden Ruhezeit. Und sowas geplant. Jetzt habt ihr so ein bisschen mal einen Eindruck gewonnen, was man da alles beachten muss. Und noch etwas, die Freibescheinigungen, darauf achten, dass die alle da sind. Und Lenk- und Ruhezeiten auf jeden Fall auch beachten. Da bin ich mal gespannt, wie wir jetzt durchkommen. Ich nehme mal so ein paar Aufnahmen mit. Dann könnt ihr sehen, ob wir das tatsächlich da schaffen. Bis gleich. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt 17 Minuten schon reinlaufen lassen. Das heißt, wir können jetzt gleich losfahren. Ich bin erst 45 Minuten gefahren. Und wir haben noch 122 Kilometer vor uns. Also 9:20 Uhr wären wir, wenn kein Stau ist, gleich da.
Dann können wir nämlich die nächsten halbe Stunde Pause machen und dann passt das alles. Ich bin hier an so einem Parkplatz hier, nur LKWs, immer noch keine Reisebusse unterwegs. Ich nehme euch aber mal so ein bisschen mit. So, auf geht's. Also unser Plan wird aufgehen, wenn wir keinen Stau haben. Aber ich weiß es aus Erfahrung, dass gleich Leverkusener Kreuz auf jeden Fall Stau sein wird. Das war bis jetzt immer so. Weil wenn ich die Pause da machen würde, jetzt die nächsten halbe Stunde, oder ich hätte jetzt diese 15 Minuten nicht hier reinlaufen lassen, und wir werden vor Ort, die stehen da schon mit ihren Koffern da, ungeduldig, ne? 10 Uhr ist Abfahrt, und wenn man da jetzt denen sagt, ne, wir müssen jetzt aber noch 45 Minuten Pause machen, dann ist da natürlich für die gar nicht gut, das können die nicht einsehen. Die würden dann sagen, hey, wie, warum, weshalb, und wir wollen ja jetzt schnell nach Hause. Um das eben halt zu vermeiden, habe ich jetzt die ersten 15 Minuten Pause gemacht, und die zweiten Pause, die halbe Stunde, die können wir entweder direkt vor Ort kombinieren mit dem Einladen und Ausladen der Koffer, oder aber, das geht eigentlich recht zügig, in 10 Minuten ist das fertig. Und wenn man denen auch noch sagt, ja, wir müssen noch 10 Minuten, 20 Minuten Pause machen, ist immer blöd. Deswegen mache ich jetzt entweder vor der Jugendherberge nochmal die halbe Stunde, so dass wir genau 10 Uhr da sozusagen ankommen, einladen und wieder wegfahren. Dann haben wir 4,5 Stunden Zeit, um von Blankenheim nach Unna zu kommen, und das schafft man in der Regel, wenn auch kein größerer Stau da ist. Das ist der ganze Sinn. Was ich euch damit sagen möchte, ist planen. Richtig gut planen. Ne? Oder jetzt hier mit den Leuten hier auf der Autobahn Pause machen, das muss auch nicht unbedingt sein. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, du hast noch WC an Bord. Stimmt, habe ich. Aber wegen Frostgefahr, weil wir ja auch noch Winter haben, ist da kein Wasser und so drin. Also die ist nicht zu benutzen. Das sage ich aber auch im Vorfeld immer. Leute, wir haben keine Toilette an Bord. Wenn jemand dringend muss, Bescheid sagen, dann können wir anhalten. Und ein Wort noch zu dem Volvo. Wie ihr sehen könnt, der fährt wunderbar, astrein. Ich bin mit dem total zufrieden. Laut Navi haben wir 9:30 Uhr werden wir da. Ne? So, wenn ich die 30 Minuten vorher noch irgendwo reinlaufen lasse, kurz vorher, ein paar Kilometer vorher oder so, dann sind wir genau pünktlich, passt alles haargenau. Es ist natürlich kein Beinbruch, wenn man jetzt dahin fährt und man muss da jetzt die Pause machen. Ne? Man ist ja selbst der Fahrer, man kann denen das erzählen. Aber die werden dann ungeduldig, dann sind die schon hier im Bus, dann sind sie laut. Und um diesen Stress eben halt zu vermeiden, vorher genau planen. Das war auch der Anlass, warum ich dieses Video gedreht habe. Ich will euch jetzt die 1,5 Stunden natürlich nicht komplett live mitnehmen. Nächste Parkplatz halte ich dann gleich an, und dann können wir Cut machen, und dann geht es in Blankenheim weiter. Jetzt geht auch die Sonne schön auf.
Zeit jetzt hier auf. Und auch beim Autobahnfahrten immer schön Spiegel beobachten, was hinter euch ist, was vor euch ist. Versuchen vorausschauend zu fahren. Hier kann man den Retarder schön einsetzen in der Stadt. Wie gesagt, wenn man keine hohe Tempo hat, wisst ihr ja, habt mit dem Fußbremse bei den Linienbussen. Aber das sind zwei Paar Schuhe, wenn man jetzt hier mit so einem Reisebus fährt. Hier einfach nur mal rein, kein Bremsen, nix. Der bremst runter bis fast auf Null. So, was versucht der Kollege da hinten? Der kommt da nicht raus oder hat da was blockiert? Keine Ahnung. Hier erlebt man auch die dollsten Sachen. Ich will eigentlich nur Kamera wechseln. Dann fahren wir mal hier lang. Der hat da irgendwie einen Satz gebaut oder was. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Okay. Richtig immer hier gucken. So, ich halte mal eben hier an, Kamera wechseln und dann geht es direkt weiter. Wir haben nämlich keine... Ach, der versucht da rückwärts da rein zu parken oder so. So, ich mache mal hier Cut und mache dann später weiter. So Leute, jetzt mal wieder ein paar Live-Aufnahmen hier. Wie ihr sehen könnt, noch 3,4 Kilometer bis zum Ziel. 9:19 Uhr wären wir da. Wenn wir jetzt halbe Stunde reinlaufen lassen, Pause, dann passt das optimal, weil 10 Uhr ist Abfahrt oder beziehungsweise Bereitstellung. Wenn ihr jetzt hier sehen könnt, 2 Stunden und 11 Minuten sind wir gefahren. Die 15 Minuten hat man ja schon reinlaufen lassen und jetzt noch 2 Minuten. Wie gesagt, wenn hier in diesem mittleren Bereich, ich zeige euch das mal, ja da, wo dieses Bettzeichen ist in der Mitte, wenn da 45 oder besser gesagt 46 Minuten reingelaufen sind, dann haben wir wieder 4,5 Stunden Zeit, bis wir die nächste Pause machen. Weil wenn wir jetzt direkt fahren würden, dann hätten wir nämlich 2 Stunden und 11 gerade gefahren und kann sein, dass wir dann kurz vorher Pause machen müssen und deswegen ist das so. Das ist hinter diesem Hügel, da ist diese Burg und da setzen wir dann später ein. So, der Kollege, ich sehe schon, der ist auch hier schon angekommen, der plant auch so wie ich, ein guter Busfahrer, plant eben halt seine Route, dass er selber sich nicht in Schwierigkeiten bringt. So, der Kollege hat 15 Minuten hier reinlaufen lassen. Der fährt schon mal rüber, weil er muss noch den Anhänger dran machen. Und ich habe noch 15 Minuten, dann kann ich auch hinterherfahren. Aber hier müssen wir aufpassen, hier die ganzen Löcher hier sind zwar jetzt noch mit Eis. Die LKWs, die haben hier so richtig gewütet. Hier muss man echt aufpassen, wo man lang fährt, aber das klappt. Ich muss da ja auch gleich lang. So. Und meiner steht ja hier. Ja, guck mal, der geht da richtig tief rein. Ja. So, jetzt noch 15 Minuten reinlaufen lassen. Und dann fahren wir auch. So Leute, es geht weiter. Guckt mal, wir haben jetzt 30 Minuten schon. 45, wir könnten jetzt losfahren. Aber ein Tipp für euch. Lasst noch mal 1 Minute reinlaufen, so dass es genau 46 ist. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und guckt mal von der Zeit her. Wir wären 9:48 Uhr da und um 10 Uhr sollten wir da sein. Passt alles perfekt. Ja, jetzt haben wir 46 und wir können losfahren. Ich nehme euch mal bis zur Burg mit. So, auf geht's. Wie der Kollege muss ich jetzt auch auf die Schlaglöcher hier aufpassen, dass wir da so gut wegkommen. Ja, unten drunter ist alles Eis. Man weiß ja nicht bei sowas nie, wie tief die sind.
Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt hier noch über diese großen Löcher hier. Bei sowas immer Vorsicht, immer langsam. Wenn er mal aufsetzt, nicht, dass er direkt alles kracht. Aber sieht gut aus. So. Die Route, die ist richtig beliebt hier nach Trier. Ab hier ist ja die A1 zu Ende. Geht ja nicht mehr weiter. Deswegen muss man immer hier über die Bundesstraße fahren. So, jetzt können wir los. Die haben hier so ein bisschen umgebaut. Ich war vor 2 Jahren schon mal hier. Und da sah es ein bisschen anders aus, da vorne, wo die Aral-Tankstelle gleich kommt. Da war früher ein Kreisverkehr. Und wir Freitag hier ankamen, ich denke, was ist denn hier los? Ne, alles bis hierhin war gleich. Und dann sehe ich da hinten schon eine Brücke. Ich denke, was ist denn mit der Brücke? Das heißt, wenn ihr eines Tages mal hierher kommen solltet, ihr wart vor 2, 3 Jahren schon mal hier aufpassen, hier müsst ihr über die Brücke auf die andere Seite, da wo die Aral-Tankstelle ist, merkt euch die Aral-Tankstelle und dann hier raus. Dann über die Brücke und dann ist man da. Und früher war hier vorne, glaube ich, so ein Kreisverkehr und da konnte man so da reinfahren. Auf jeden Fall, die Brücke hier, die ist neu. Hier hat der Wind auch gewütet. Sturm Zeynep, ein türkischer Wind. So, hier ist so ein kleines Industriegebiet. Hier hätte man auch irgendwo vielleicht halten können, aber da war schon die sicherste Variante, dass wir da gehalten haben. Dann hier runter. Das hier ist schon überall die Eifel. Gut, dass hier noch kein Schnee liegt. Normalerweise liegt hier auch immer Schnee. Ist jetzt genau umgesprungen. Jetzt haben wir genau 4,5 Stunden wieder Zeit, bis wir die nächste Pause machen müssen. Und dann hätten wir noch 2,5 Stunden Reserve, weil wir ja nach 2 Stunden 15 Minuten aufgehört haben zu lenken. Euer Navi wird sagen geradeaus und dann hinten rum, aber das passt nicht. Da schafft ein Bus nicht. Am besten hier ist schon ausgeschildert, Jugendherberge, direkt hier raus. Hoffentlich fällt die Kamera nicht um, fahren wir mal langsam. So. Dritte fahren wir wieder raus. Hier sind auch alte Römerthermen und sowas alles, habe ich mal gelesen. Und hier ist es auch schon ausgeschildert, Jugendherberge.
Da sehe ich gerade ein PKW kommt, den lassen wir mal durch, weil wenn hier noch was Größeres kommt, das ist eng. Deswegen immer vorher gucken irgendwo, dass keiner kommt. Das nennt sich dann eben halt vorausschauendes Fahren, eben geguckt, ob da noch einer kommt. Den habe ich hier schon entdeckt. Das Zeichen ist zwar da, aber anliegerfrei und wir haben Anliegen. Wir müssen unsere Fahrgäste holen. Ich hoffe, der Kollege hat da schon gedreht und steht schon in Fahrtrichtung. Vielleicht hat er ja da ein paar Helfer, die dem schon geholfen haben, den Anhänger anzukuppeln. Sonst werde ich das gleich machen. 10 Uhr sollten wir da sein. Wir haben jetzt 10 vor 10 und wir dürfen 4 Stunden, 4,5 Stunden. Oh, da steht schon die Leute. Das meinte ich, Leute. Guck mal, da stehen die schon alle. Wenn wir jetzt nämlich hier angekommen wären, ne, das wäre Katastrophe gewesen. Dann hätten wir ohne Pause, ohne nichts fahren müssen. So, jetzt müssen wir da erstmal durch und drehen. Ja, toll. Ach, der Anhänger ist da hinten, der muss erstmal mit dem Anhänger und so noch da hinten. Die haben den bis da hinten hin schon geschoben. Okay. Das heißt, der Kollege muss gleich rückwärts da hoch und ich setze dann hier ein. Ja, ich wollte eigentlich hier rein. Ich muss hier drehen, Leute. Ich wusste, dass hier so ein Chaos ist. Jetzt seid ihr mal live mit dabei, was für ein Chaos das hier ist. Die stehen schon bepackt, schon alles hier fertig. Ey Leute, ihr müsst da weg. Wie soll ich denn hier drehen? Ihr müsst da mal weg da. Genau das, was ich euch gesagt hatte, ist so, deswegen. So, den Kollegen mal ein bisschen einweisen hier, dass der hier drankommen kann. Hier ist das Teil. So Leute, wie ihr sehen könnt, sind wir da. Seit 7 Minuten bin ich da. Und schaut mal, 2 Stunden und 41 Minuten. Wenn ihr das, was wir auf der Hinfahrt 2 Stunden und 15 auch noch addiert, hätten wir jetzt irgendwo kurz vom Ziel noch Pause machen müssen. Und das war die ganze Aktion eben halt, wo ich gesagt habe, planen. Deswegen habe ich dieses Video für euch gemacht. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht. Ein paar Einblicke bzw. ein paar Tipps von einem erfahrenen Busfahrer. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Mehmet OE gibt wieder Tipps. Oder wenn ich mal Livestream mache, da könnt ihr ja immer fragen und ich versuche das dann zu beantworten. So gut ich es eben halt kann. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, sagt denen, es gibt da hier so einen Busfahrer, der heißt Mehmet OE, der hat 4 Kanäle, unter anderem auch hier diesen Busfahrschule OE Kanal.
den dann auch abonnieren und Daumen hoch, wenn es euch natürlich gefällt, und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn neue Videos hier erscheinen. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video. Das wünscht euch alles Gute, euer Mehmet Ui. Ciao Leute.